IT-Trends, die unfassbaren. Präsentiert von Cedric Müssner. Wir leben in einer Welt, in der Hacker und Staat nah beieinander liegen, in der 1984 oft wie eine Anleitung erscheint, was wir uns nicht erklären können. Können Sie Hacker von Gehackten unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihre Digitalkompetenzen hinausgehen und Ihren Geist dem schwarzen Hoodie öffnen. Willkommen in der Welt des Unwahrscheinlichen, wo keiner ungehackt bleibt. Die Geschichten, die Sie gleich sehen werden, könnten beides sein, sowohl cyber als auch völlig frei gehackt. Alle Geschichten werden Ihnen auf den ersten Blick recht unwahrscheinlich vorkommen, doch tatsächlich sind sie leider alle absolut wahr und mit Quellen in der Beschreibung belegt. Aber was ich schon mal verraten kann, ist ein wahres Event am 12. September, welches die Fachhochschule der Wirtschaft mit mir gemeinsam durchführen wird. Hacker, so erscheinen sie in der digitalen Welt, cybern sich regelmäßig ihren Platz in die IT-Trends und doch cybern wir selten zurück. Diese Wahrheit muss sich ändern. Wir werden echte Analysen durchführen auf echten Hacks, die an jenem 12. September wahrlich stattfinden. Mit echter Data Science analysieren wir, welche Ziele die Hacker verfolgen und warum. Und falls ihr dann oder jetzt gleich schon Interesse an einem echten bezahlten dualen Studium bei der Fachhochschule der Wirtschaft habt, schaut euch bei ihnen um, indem ihr den realistischen Link in der Beschreibung klickt. Oder verschwimmen hier die Grenzen zwischen Realität und Fiktion? Und es gibt eigentlich keine so coole Hochschule, die sogar noch den Morpheus zu einem Event dazu holt. Das erfahrt ihr nur, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Auch die kommenden Geschichten sind nah an Fiktion. Ja, Wissenschaftsfiktion, um nicht zu sagen Science Fiction. Und doch sind sie auch allesamt wahr. Das erfahren Sie nicht am Ende der Sendung, sondern direkt hier. Ihr Jonathan Frakes. Und natürlich starten wir auch heute wieder mit den Hacking News durch. Ha! Ich habe richtig Bock drauf. Was passiert, wenn man eine richtig krasse Hackergruppe ist? Richtig, man hackt britische Wasserwerke. Weil wieso nicht? Gewissen muss ja nicht sein. Dort kann man dann die Betreiber mit 5 Terabyte an Daten erpressen. Und was passiert, wenn man ein richtiger Dulli ist? Ja, man erpresst leider aus Versehen das falsche Wasserwerk. Da ist einmal South Staffordshire, die Ziel eines Angriffs waren und deren internes Netzwerk jetzt gestört ist. Und dann ist da einmal Thames, die, so behauptet es die Ransomware-Gruppe Klopp, von ihnen gehackt wurden. Thameswater sind sich aber ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Und lustigerweise sprechen auch die E-Mails mit genau denen Klopp Thameswater erpresst, dafür, dass nicht Thameswater, sondern South Staffordshire gehackt wurde. Und in einer Mail wird das Unternehmen sogar konkret genannt. Aber trotz allem sollte man hier den Ernst der Lage begreifen. Es ist zwar ein bisschen lustig, dass sie aus Versehen das falsche Wasserkraftwerk wahrscheinlich erpressen, aber eine Black Hat Hackergruppe hat ein Wasserkraftwerk gehackt. Das ist schon übel, an sich schon. Sie versichern zwar, dass sie, weil es sich um kritische Infrastruktur handelt, nichts verschlüsselt haben und auch nichts Gefährliches getan haben und tun werden, aber ein paar Schweißperlen hat man da schon auf der Stirn, wenn die Wasserversorgung einiger tausend Menschen in den Händen von Black Hats liegt, die sogar Wasserwerke, die sie erpressen, verwechseln. Weiter geht's mit dem Internet, also genauer gesagt Starlink. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war die Black Hat Messe in Las Vegas, auf die ich wirklich mal richtig gerne gehen würde. Ja, Life Goals, lasst mich ein bisschen träumen, okay? Anyways, dort hat ein belgisches Team aus Forschern demonstriert, wie man die Satellitenschüsseln von Starlink hacken kann. Und zwar sogar relativ leicht. Mit Teilen, die ca. $25 kosten, kann man dann tatsächlich einen Störimpuls auslösen, sodass man Zugriff auf zuvor verschlüsselte Signalteile erhalten kann. Starlink lässt sich dadurch zwar nicht ausschalten, aber es gibt einige Betriebsdetails preis. Das Lustige, jede einzelne Schüssel von Starlink ist dafür anfällig und was noch alles gemacht werden kann mit diesem Angriff, ist noch nicht ganz geklärt. Starlink weiß Bescheid und hat teilweise das Ganze ein bisschen erschwert, aber behoben ist es noch nicht und jetzt hat man dann endgültig Updates angekündigt, die irgendwann mal kommen sollen.
Als nächstes habe ich zwei kurze Updates für euch. Einmal geht es um Twilio, den Zwei-Faktor-Dienst, den wir letzte Woche hatten und der gehackt wurde. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass dadurch ca. 1900 Telefonnummern von Signal-Usern in dem Datenleak enthalten sind. Man muss sich ja bei Signal mit einer Telefonnummer registrieren und die wurde da geleakt. Ein Hacker hätte nun potenziell ein zweites Gerät für die Nutzung registrieren können, was ihr aber zum Glück mitbekommt. Eine genaue Analyse hat ergeben, dass der Hacker von Twilio genau an 3 Nummern interessiert war. Und von denen hatte sogar eine tatsächlich gemeldet, dass ihr Account wirklich neu registriert wurde. So etwas ist dann doch ziemlich gefährlich, denn damit kann man ja auch die Chats mitlesen und alles. Und da wäre mir dann ein zweiter Faktor sehr willkommen. Sowas wie, hey, du kriegst nicht nur eine SMS, um zu verifizieren, dass ein neues Gerät plötzlich mitlesen kann, sondern du musst auch noch einen QR-Code scannen oder sowas. Auch zum IHK-Hack habe ich ein paar Neuigkeiten für euch, allerdings ohne Quelle in der Beschreibung oder wie man in anderen Medien sagen würde, Exklusivnachrichten. Denn von euch hat sich jemand bei mir gemeldet, der bei der IHK arbeitet. Vielen Dank an der Stelle. Es ist wohl so, dass die IHK gemerkt hat, dass etwas an ihrem System weird ist und dann sofort entschieden hat, alle Systeme herunterzufahren, damit eben nicht mehr weirdes Zeug passieren kann. Sprich, Ransomware ist es nicht, weil die Hacker noch gar keine Chance hatten, überhaupt Ransomware auszuführen. Aber es ist auch kein Denial of Service, wie es teilweise dargestellt wurde. Es wurden noch keine Daten gestohlen. Es wurde eigentlich gar nichts gemacht. Es ist nichts passiert, weil die IHK so schnell und gut reagiert hat. In diesem Moment wird alles überprüft. Jede einzelne Software, jeder einzelne Dienst und die sauber sind und keine Malware enthalten, die gehen wieder online. Und genau das ist das, was so viel Zeit kostet. Er meinte, nicht mal intern wisse man, wie lange das Ganze noch geht. Gehackt wurde auch nicht jede Kammer einzeln, sondern deren IT-Dienstleistungszentrum. Je abhängiger jede Kammer nun vom Zentrum ist, desto mehr ist natürlich offline. Je mehr altbacken man also auch ist, desto mehr läuft noch. Bisschen paradox. Hier gäbe es aber tatsächlich auch eine Möglichkeit. Das wäre Redundanz, also dasselbe in jeder Kammer zu machen. Also die eine Kammer hostet sich eine Nextcloud, whatever, die andere Kammer eben auch. Allerdings würde man sich so natürlich sehr viel mehr Arbeit aufhalsen und trotzdem wahrscheinlich dieselben Schwachstellen ins Boot holen. Es ist so also vermutlich sogar einfacher und deutlich effizienter. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich beeindruckt, dass das so früh bemerkt wurde. Ich glaube, so eine News hatten wir hier tatsächlich noch nie. Nur das Überprüfen, das dauert halt ein bisschen zu lange. So, und dann gibt es einmal wieder für euch eure Patch-News. Und zwar Google Chrome erstmal. Für einen, tatsächlich aktiv ausgenutzten Exploit. Hacker konnten einen Fehler im Login-System von Google ausnutzen, was auch aktiv getan wurde. Der Schaden ist weitgehend unbekannt, aber man hätte sich unter Umständen in verschiedene Online-Konten einhacken können und deswegen solltet ihr euren Browser dringend updaten. Und auch für iOS gibt es einige Sicherheitsupdates, sogar eine neue Version des Systems wurde veröffentlicht und Apple hat mit Nachdruck geraten, das Update zu installieren, da es wirklich eine miese Schwachstelle darin gab, mit der jede App im Endeffekt Administratorrechte bekommen kann. Sprich, ihr installiert euch aus Versehen was Böses aus dem App Store und die App hat plötzlich Adminrechte und kann euer gesamtes iPhone quasi zerlegen. Also ihr solltet dringend updaten. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach nach, wo ihr überall Updates installieren könnt. Am besten einfach mal im Play Store nachgucken und bei euch auf dem System nachgucken und dann installiert einfach überall bitte die Updates. Egal welche Software ihr solltet es definitiv tun, denn Sicherheitslücken werden immer wieder gepatcht. Und damit kommen wir zum Cyberwar. Wir steigern uns quasi so langsam rein. Estland meldet derzeit massive Angriffe auf ihre Infrastruktur. Das hier ist auf Twitter der Staatssekretär für IT-Infrastruktur von Estland. Merkt ihr was? Die haben einen Staatssekretär für IT-Infrastruktur. Kein Wunder, dass Estland krasser unterwegs ist digital als wir. Auf jeden Fall meinte der, dass es schon seit 2007 Angriffe von Russland auf Estland geben würde. Er meinte aber auch mit einem kleinen bisschen Stolz, dass es Estland nichts ausmachen würde. Und ich musste ein kleines Tränchen verdrücken, weil wir haben noch nicht mal solche Dienste, die ausfallen könnten. Aber dazu ein separates Video. Kommen wir aber zum Hack der Woche und der geht nach China. Also
nicht das Hacken selbst, sondern das gehackt werden. Das ist irgendwie krass ungewohnt. In Shanghai bietet derzeit jemand mit dem Kürzel XJP, was wahrscheinlich für Xi Jinping, dem Namen des Staatschefs in China, stehen soll, knapp 50 Millionen Datensätze zum Verkauf an. Gesammelt wurden die Daten von der chinesischen Version der Corona-Warn-App, die leider nicht so datensparsam ist wie unsere. Denn diese hatte nicht nur die Telefonnummer und den Namen der Person bei der Registrierung verlangt, sondern auch die eindeutige Identifikationsnummer der Teilnehmer. Auch Reisedaten wegen Standort und so und die Gesundheitsdaten, also ob man positiv war oder nicht, stehen zum Verkauf in dieser Datenbank. Die Datenbank enthält alle Personen, die Shanghai irgendwie betreten haben, also zu Besuch oder wohnhaft dort waren. Und der Burner ist ein richtiger Schnapper, die kostet nur $4.000. Ist diese Geschichte wahr oder führen wir sie an der Nase herum? Sie ist absolut wahr. Ihr Jonathan Frakes. Die Stichprobe, die veröffentlicht wurde, enthielt die Daten von 47 Personen. 11 haben bestätigt, dass ihre Daten stimmen. 2 sagten aber, ihre ID sei falsch gewesen. Also kann man davon ausgehen, dass die sich vielleicht auch mal geändert haben. In unserer nächsten Geschichte geht es um die Privatsphäre von Millionen Nutzern. Apple, der Konzern, der in den letzten Jahren richtig viel für die Privacy getan hat. Wie etwa Tracking so sehr erschwert, dass es Facebook und Co. Millionen, ja Milliarden gekostet hat, hat nun einen nicht ganz so angenehmen Bericht gegen sich stehen. Das Wall Street Journal berichtet, dass Apple eigentlich angestrebt hatte, an den Werbeeinnahmen von Facebook beteiligt zu werden. Apple-Manager sagten, sie wollen gemeinsame Geschäftsmodelle mit Facebook aufbauen. Facebook wollte ein werbefreies Abo integrieren, woran Apple immer anteilig auch mitverdient, und auch beworbene Posts, die Apple als Kauf einstuft, Facebook allerdings als Werbung, wurden da eben diskutiert, ob da Apple nicht auch was dran kriegen könnte. Zustande gekommen ist bei den Gesprächen zwischen 2016 und 2018 aber nichts, weswegen dann Apple vermutlich in den letzten Jahren eben Tracking so sehr erschwert hat. Damals Facebook, jetzt Meta, wird geschätzt, dass sich ihr Umsatz wegen den neuen Privacy-Richtlinien von Apple, also nur wegen diesen neuen Privacy-Richtlinien, um 10 Milliarden Dollar reduzieren wird. Ihr seht aber, eigentlich wählen die Firmen nur immer ihre eigene beste Strategie. Apple ist nur wegen Verhandlungen datenschutzfreundlicher geworden eigentlich. Also irgendwie schon lustig. Wo wir aber gerade bei den Privacy News sind, da habe ich noch ein paar mehr für euch. Mit seinem Projekt inappbrowser.com hat Felix Krause analysiert, wie genau eigentlich diese In-App-Browser sich verhalten. Ein kleines Beispiel. Ihr versendet einen Link via Instagram an mich. An der Stelle folgt mir gerne mal auf Instagram. Wenn ich dann da draufklicke, dann lande ich normalerweise nicht in meinem Standard-Browser, sondern in meinem In-App-Browser. In dem Beitrag von Felix Krause wird sich zwar nur auf iOS bezogen, aber Android hat sowas theoretisch auch. Und die Webseite inappbrowser.com analysiert dann, welcher zusätzliche Code diese App der Webseite hinzugefügt hat. Und die haben es wirklich in sich. Wenn ihr über TikTok einen Link öffnet, wird jeder einzelne Buchstabe, den ihr tippt, mitgeschnitten und komplett an TikTok gesendet. Auch Passwörter und Kreditkarteninformationen. Welcher Button wann gedrückt wird, was ihr macht, worauf ihr surft, was ihr besucht, welche Website das natürlich ist, auch alles wird an TikTok geschickt. Instagram will jeden einzelnen Tab auf einen Button, einen Link, ein Bild oder eine externe Website haben, und natürlich sieht das auch ähnlich mit dem Facebook Messenger und Facebook selber aus. Amazon hingegen modifiziert die Seite nicht, sammelt aber trotzdem mit ihrem In-App-Browser Metadaten. Außer TikTok haben aber alle In-App-Browser eine Option, dass ihr die Seite im Standard-Browser öffnen könnt, wenn ihr das wollt, aber ihr müsst aktiv draufklicken. Das solltet ihr also ganz, ganz dringend tun, und meiner Meinung nach ist sowas eigentlich schon sehr, sehr kritisch. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir gerne schreiben, aber Passwörter und Kreditkarteninformationen mitschneiden, das ist eigentlich genau das Verhalten, was eine Malware tut, und das wird von TikTok bei jedem Nutzer getan, und TikTok hat nicht gerade wenig Benutzer. Also an der Stelle, ich selber habe TikTok, ich habe zwar TikTok-Videos, aber ich habe die App immer noch nicht installiert und ich weigere mich auch vehement, das zu tun. Ja, mehr als ein Browser kriegt TikTok da nicht von mir.
Übrigens, ein Video zu den verschiedenen Browsern ist auch von mir in Arbeit und kommt bald. Wo wir aber gerade bei den Privacy News sind. Wir rutschen da ja sowieso immer so ein bisschen in die Politik-News rein und das machen wir jetzt auch. Ihr wisst ja, dass es immer noch keine endgültige Entscheidung zur Chat-Kontrolle gibt. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden, wenn ich irgendwas mitkriege. Passend dazu, die New York Times berichtet allerdings über einen US-amerikanischen Vater, der seinen Sohn für den Arzt fotografierte und dokumentierte, wie es ihm geht. Diese Fotos wurden aber leider via Android gemacht und da es sich um Aufnahmen des Intimbereichs des Sohnes handelte, wurden die auch automatisch in die Cloud hochgeladen und dann geflaggt. Daraufhin wurde das Konto des Vaters komplett gesperrt, also das komplette Google-Konto, inklusive aller Fotos der Familie und alles wurde an Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Was ich aber am schlimmsten finde, diese sensiblen Bilder waren nur für den Arzt bestimmt und nun haben Mitarbeiter bei Google und mehrere Strafverfolger sie untersucht und damit eben auch gespeichert. Der Junge ist nun quasi also in einigen Datenbanken enthalten. Und ja, die KI hat das gefunden, was sie suchen wollte, aber irgendwie sehe ich eben nicht, wie das wirklich sinnvoll sein kann. Ja, und wo wir da schon dabei sind, kommen wir doch mal zu einer neuen Rubrik, den Krisen-News. News zu Krisen, in denen es mal nicht um Hacking geht. Kurzer Name, perfekt. Sondern eben in diesem Fall um eine krasse Dürre, die übrigens auch in Deutschland derzeit vorherrscht. In China herrscht die schlimmste Dürre seit 60 Jahren und das hat zur Folge, dass nun die meisten Fabriken für eine knappe Woche aufhören müssen zu produzieren. Halbleiter, Solar, Lithium, alles betroffen. Denn der Strom, so sagt die chinesische Regierung, muss für die private Bevölkerung reichen. Und das ist erstmal eine gute Entscheidung, aber weiterhin Gift für den ohnehin aktuell schwierigen Chipmarkt. Wir können gespannt sein, wie es da weitergeht, aber sagen wir mal so, ich wäre uns allen und vor allem der Politik und der Industrie wirklich dankbar, wenn wir mal nicht nur uns alle greenwashen, sondern wirklich aktiv was tun könnten, um den Klimawandel endlich komplett in den Griff zu bekommen. Auch dafür habe ich aber noch einige Videos in Planung für euch. Und for the lack of a better Kategorie machen wir weiter mit meinem persönlichen Aufreger der Woche. Das BSI hat seine Richtlinie für Passwörter angepasst. Bislang hatte das BSI eine Passwortstärke mit mindestens 100 Bit Entropie empfunden. Das entspricht ungefähr so 16 Stellen eines wirklich zufälligen Passworts. Das ist jetzt Geschichte und statt die Stärke zu erhöhen, empfiehlt das BSI nun eigentlich einfachere Passwörter. Am wichtigsten, so das BSI, ist, dass die Passwörter einzigartig sind. Man sollte lieber einfache Passwörter nehmen, Eselsbrücken nutzen oder Merksätze als Passwort nutzen. Auch fällt die Empfehlung weg, die Passwörter ständig zu erneuern und das kann ich tatsächlich unterschreiben. Stattdessen soll man Zwei-Faktor-Authentisierung benutzen, auch das ist ein sehr guter Tipp. Passwortmanager hingegen gelten weiterhin zwar als gute Lösung, werden aber nicht in den Empfehlungen explizit vorgesehen. Stattdessen solle man sich Passwörter in zum Beispiel Organisationen aufschreiben, sofern diese denn sicher gespeichert oder hinterlegt werden können. Und ja, das ist mein ganz persönlicher Aufreger der Woche, denn das BSI hat hier extra die Sicherheit reduziert, um die Nutzbarkeit zu erleichtern. Die Grundaussage dahinter ist doch folgende. Wir trauen euch nicht zu, dass ihr sicher mit euren Passwörtern umgehen könnt, deswegen nutzt bitte leichtere Passwörter. Und sorry, aber ich bin echt ein bisschen schockiert davon. Wenn man den Menschen schon so wenig zutraut, kann man sich doch sicher denken, was das Erste ist, was passiert. Man wird angehalten, Passwörter einzigartig zu halten, aber es wird nicht zwingend zu einem Passwortmanager geraten. Dann kommen wir wieder bei Ich liebe das neue Album von I Prevail raus als Passwort und die nächste Website bekommt Ich liebe das neue Album von I Prevail 1 und so weiter und so fort. Und ja, jeder Hacker kommt auf die Idee, ein paar Zahlen hinten anzuändern oder hinzuhängen, völlig egal. Alles in allem also mal meine Empfehlung zu Passwörtern und Login-Sicherheit. Erstens, nutzt einen Passwortmanager. Meine Empfehlung findet ihr in der Endcard verlinkt. Ich habe da ein komplettes Video zu gemacht. Zweitens, nutzt für jede Website ein automatisch generiertes Passwort. Ich habe mit Unleashed, einem anderen YouTuber, den ihr vielleicht auch kennt, gemeinsam einen programmiert, der nicht nur schön aussieht, sondern auch überhaupt nicht speichert, komplett bei euch im Browser läuft und komplett Open Source ist. Ihr findet ihn in den Quellen. Einfach die voreingestellten 45 Stellen lassen und gut ist.
Dann noch den zweiten Faktor, das wäre dann Punkt Nummer 3 und ihr seid eigentlich ziemlich sicher. Denn die Gefahr bei sehr ähnlichen Passwörtern ist doch folgende. Ein Hacker stiehlt euer Passwort aus einer Datenbank oder fischt euch. Natürlich probiert er auch andere Seiten mit ähnlichen Passwörtern aus. Warum solltet ihr also auf diesen stärkeren Passwortschutz verzichten? Warum solltet ihr euch das ganze Ding merken? Das braucht ihr nicht. Warum auch? Der Win der Woche geht an Google diese Woche. Die haben in ihrer Cloud den nächsten Rekord für einen Denial-of-Service-Angriff geknackt. 69 Minuten lang haben die Hacker die Server bombardiert mit Requests. Die Spitze betrug satte 46 Millionen Anfragen pro Sekunde. Leider keine 42. Aber das ist laut Google der größte Denial-of-Service-Angriff auf Layer 7 ever bislang. Und tatsächlich entspricht das etwa dem Doppelten, was Cloudflare im Juni abbekommen hatte. Das ist schon einiges. Genutzt wurde wohl das Botnetz Meris, das Hacker 2021 aus gehackten Routern zusammengebaut haben. Dazu kamen ungeschützte Proxys, damit die IP-Adressen der Angreifer verschleiert wurden. Weitere ca. 3% des Traffics kamen über das Tor-Netzwerk rein. Das entspricht aber auch immer noch etwa 1,3 Millionen Anfragen pro Sekunde und zeigt, wie viel Kapazität mittlerweile eigentlich hinter Tor steckt. Leider nicht so sicher ist der Code von unserem Fail der Woche. Es geht um GitHub Copilot, zu dem ich eigentlich ein eigenes Video machen wollte. Und ganz ehrlich, ich finde Copilot gar nicht mal so gut. Und leider kamen Forscher der University von New York zum selben Schluss. Aber was ist passiert? GitHub Copilot ist eine künstliche Intelligenz, die im Endeffekt für euch programmieren kann. Man gibt vor, was geschrieben werden soll und der Code wird dann grob nachgebaut. Das funktioniert natürlich nicht für riesige Codemengen und große Software, aber kleinere Teile kann man so durchaus generieren lassen, manchmal sogar fehlerfrei. Leider ist GitHubs Copilot doch nicht so sicher, wie man es sich wünschen würde. Die KI, die dahinter steckt, lernt nämlich aus bestehendem Code und der kann unter Umständen auch sehr alt sein und damit eben unsichere Schnittstellen nutzen oder einfach Schwachstellen beinhalten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass ca. 40%, genauer gesagt 39,33% der Top-Code-Vorschläge von Copilot Sicherheitslücken enthalten würden. Sie nutzen dabei die MyTreeTop 25 Lücken und haben das sogar richtig aufgeschlüsselt in den Paper. Fakt ist aber folgendes: Das müsste man alles erstmal mit Tests finden. 40% und die Chancen dazu sind leider sehr gering. KI-generierter Code ist also noch deutlich unsicherer derzeit als menschlich geschriebener Code. Da die Studie wirklich super spannend ist, ist das natürlich alles in den Quellen verlinkt, inklusive dem Paper. Und das war's auch tatsächlich schon wieder. Wie fühlt ihr euch? Immer noch gut? Oder habt ihr das Gefühl, jetzt ganz dringend was reißen zu wollen? Falls ja, schaut euch das Event am 12. September mit der FHDW an. Wie gesagt, Thema ist IT-Security und ein kleines bisschen Data Science dazu und es wird super, super spannend. Der Link ist gleich unten in der Beschreibung. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Und auch wenn das immer anders aussieht, ich bin mir sicher, wir kriegen das schon hin. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, die nächsten Jahre richtig viel Digitalisierung zu machen und das wirklich besser zu machen. Und ich habe echt Lust drauf, muss ich sagen. Dementsprechend, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Jetzt gehe ich kurz den Pullover ausziehen, weil es ist fucking warm hier drin. Was passiert, wenn man eine krasse Hackerkuppe ist? Wow. Eine krasse Hackerkuppe. Wow, tut mir leid. Ich muss das nochmal machen. Oh, Moment, was? Wow, okay, das machen wir nochmal neu. Das war richtig schlecht. Gift für den ohnehin aktuell schwierigen Chip. South Staffordshire Water in einer Mail. Was? Oh Gott. Okay. Jeep-Markt. Jeep. Massive Version bekommen. Nein, stimmt nicht. Dann. Moment. Und for the lack of a better Kategorie. Machen wir nochmal neu. Jeep. Alles in allem sollten wir also mal. Moment.
alles in